Moin und hallo. Moin. Ja, wir verkaufen unsere Emma. Unseren Hymer MLT 570 Crossover 4x4. Nicht aus Altersgründen, auch nicht aus Krankheitsgründen. Wir brauchen Tapetenwechsel. Genau. Und darum geht es in diesem Video. Also, schaut es euch genau an und wer Interesse hat, schreibt uns einfach eine E-Mail. Kontaktdaten gibt es am Schluss des Videos. Ja, viel Spaß dabei. Viel Spaß! Und wir brauchen mehr Platz oder mehr Raumgefühl. Vorweg, ihr seid natürlich neugierig, was es wird. Genaueres kommt später in einem anderen Video. Aber wir können euch schon sagen, was wird's denn eigentlich? Ein Sprinter bleibt, es bleibt ein teilintegriertes Wohnmobil und wir bleiben auch bei der Halbdinette und bei Längsbetten. Und unter 7 Metern. Und unter 7 Meter, ganz knapp. So, jetzt könnt ihr schon mal raten. Gebrauchtwagenkauf ist ja gar nicht so einfach. Oder überhaupt Wohnmobil kaufen ist nicht einfach. Wir werden ja auch ganz oft von euch angeschrieben, gebt uns doch mal Tipps und wie und Entscheidungshilfen. Und wir finden das immer sehr schwer, eine Entscheidungshilfe zu geben. Nachher geht's schief. Das Wichtigste ist eigentlich, ihr macht euch vorab Gedanken. Längsbett, Querbett, also in diesem Fall jetzt Längsbett, Halbdinette, viel Schrank, große Kisten überm Bett. Wenn ihr reinkommt ins Wohnmobil, muss es einfach nur Klick machen. Ist das mein Fahrzeug? Fühle ich mich hier wohl vom Raumangebot? Es muss wirklich einfach Klick machen. Gefällt es mir? Gefallen mir die Möbel? Hat das Fahrzeug schon eine tolle Ausstattung? Muss ich da noch was machen? Also, was Ausstattung angeht, Längsbetten, viel Schrank, Raumgefühl, gut, 7 Meter. Und was haben wir denn hier mit Ersatzrad? Das weiß ich gar nicht. Ich weiß noch immer 7 Meter, Quatsch, 6,76 Meter. Und mit Ersatzrad sind wir bei 6,89 Meter, was hinten an der Wand hängt. Dann seid ihr hier genau richtig bei Emma. Ausstattung ist vorhanden. Es ist wunderbar kuschelig. Ihr habt viel Platz. Wir sind schon am Ausräumen übrigens. Aber ich habe noch ein paar Sachen drin gelassen, damit ihr mal so ein bisschen Gefühl bekommt, was da alles reinpasst. Also hier zum Beispiel bei Bertel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 T-Shirts. Und da geht noch mehr. Dann haben wir hier Unterziehpullover, Hemden und hier hinten. Also es sind wirklich die Kisten, die viel Platz bieten. Ja, nochmal zum Allgemeinen. Wenn man sich ein Wohnmobil kaufen möchte. Wir hatten, als wir das Video eingestellt hatten, Halbdinette oder Face-to-Face-Gruppe, da hat einer geschrieben, ja, welche Kröten schluckt man? Und bei uns heißt es nur noch Krötenschlucken. Krötenschlucken heißt hier in diesem Falle bei uns beim Hymer, beim alten Hymer, es gibt ja jetzt auch schon den neuen, sind die doch sehr großen Oberschränke. Am Anfang haut man sich ab und zu den Dates, aber man gewöhnt sich dran. Man gewöhnt sich wirklich dran. Ja, und der Stauraum ist enorm, ja, ne? Genau. Also, möchte ich mehr Stauraum, schlucke ich die Kröte, dass ich mir ab und zu mein Köpfchen haue. Oder nehme ich doch etwas weniger Stauraum, habe mehr Kopffreiheit. Das liegt natürlich an euch, wie ihr euch wohlfühlt. Ganz wichtig. Ja, und dann haben wir ja auch einige Modifikationen hier vorgenommen, wo wir einfach der Meinung sind, dass wir es besser umsetzen können als Hymer. Und da sehe ich gerade ich schaue gerade auf die Dachluke. Ja, die haben wir im Bad getauscht. Das ist eine Bügeldachluke, ein Heki, ne, langläufig genannt. Und die hat viel mehr Möglichkeiten, ne, zum Wäscheaufhängen, zum Wäscheaufhängen. Die Rastung. Die Rastung hier, gerade bei Wind oder ihr habt Wind von hinten, könnt ihr das einrasten hier und da passiert nichts. Erprobt. Gibt es seit Jahren. Ja. Haben wir eingebaut, einmal im Bettbereich und dann nochmal hier, ne, im Bad. Und im Bad ist es viel heller geworden durch den Einbau, ja, weil die Scheibe von dem Fenster, das vorher drin war, von der Dachluke, die war milchig. Ne? Ja. Die hat ja wenig Licht durchgelassen. Und jetzt hast du da richtig einen hellen Sanitärbereich. Ne? Genau. Maxvan
Maxvan haben wir eingebaut, sind total happy darüber. Ja, also wirklich, bei Regen öffnet sich, du bist am Kochen, du kannst schlecht lüften, die Luft nach draußen pusten, also richtig gut, es müffelt nicht, du kannst halt nicht draußen kochen, da musst du ja ein bisschen drin kochen. Aber ich meine, Geruch kriegst du hier sowieso rein, aber der Maxvan ist super. Oder auch bei Hitze, wir haben ja jetzt ja, diesen Sommer, Luft, also Fenster auf, Dachluken auf, Maxvan an und du kannst vom Schlafen gehen dein Wohnmobil wirklich ein bisschen abkühlen. Also das habe ich jetzt wirklich als positiv empfunden. Ja. Würde ich jetzt immer wieder machen, wenn man die Wir Möglichkeit hatten hat. beim Kochen, ne, wenn du so Nudeln oder irgendwas mit Wasser kochst, Ja. viel Wasserdampf. Ja. Dann haben wir und da war sogar die Scheibe, die Frontscheibe beschlagen. Ja, Ne, weißt du noch? Und Ja. ein Maxvan angemacht und bup, 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 Frei. war die entschlagen. Ja. Ja? Ja. Und weil wir gerade hier hinten sind, Nora, ich möchte noch gerade so ein paar Worte sagen. Im Bettbereich gibt es natürlich einen zweiten Fernseher hinten, ne, den du dir rausziehen kannst. Und ich habe hier oben Magneten eingebaut, sodass diese Abdeckung über dem Kühlschrank, die kannst du entfernen. Und dahinter habe ich einen Router eingebaut. Dieser Router verfügt über eine Dachantenne. Das ist ein Selfsat, ein System, mit dem kannst du auf dem Campingplatz WLAN empfangen und wenn du eine Telefonkarte reinsteckst, dann bist du natürlich auch mit der Mobilkarte unterwegs. Das Ganze über Dachantenne und dann noch schaltbar mit dem Schalter. ja, nur vorsichtig, ne? Der Kühlschrank. Ja, ich komm so gern hier gegen, ne? Und dann mache ich wenn ich das aufmache und da mal reingucke, und dann mache ich immer den Kühlschrank versehentlich aus, ne? Der hat ja hier so einen Touch. Ja, Ne? jetzt ist er an. Natürlich ein Kompressorkühlschrank, logisch. Ja. Den haben wir jetzt leer geräumt. Der ist leer. Eine Wasserflasche kannst du aufmachen. Aber mach ich. Warte mal, ich komme erst mal runter. Wir sind aber hier hinten noch gar nicht fertig. Oh, Entschuldigung. Na, wir sind ja noch gar nicht fertig. Es gibt einmal den großen Kleiderschrank, alles beleuchtet. Den habe ich noch nicht ausgeräumt. Da sieht man mal, was alles drin ist. Oh ja, den hast du aber richtig gut genutzt, du. Ist ein bisschen chaotisch. Ich habe vorhin eine Jacke gesucht und hier den Stauraum. Da hatten wir jetzt unten unsere Flaschen mit unserem Tee und Kaffeewasser. Er hat auch eine Lampe, ne? Ja, oh, hat auch eine Lampe. Genau. Handtücher, Bettwäsche, alles was du möchtest, kannst du da reinpacken. Ist noch ein bisschen was drin. Geschlafen wird natürlich auf. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Tellerfedern. Geschlafen wird auf Tellerfedern. Okay. Genau. So wie man das Genau. mag. Habe ich irgendwas vergessen? Ja! Ah, Stufen. Ja. Das ist ja immer das, ja. Das ist ja im Endeffekt jetzt in dem Sinne ja schon auch eine kleine Rundtour, aber auch ein Fazit und wie wir es genutzt haben. In den Stufen gibt es noch genug Stauraum. Einmal hier die obere Stufe, da haben wir unsere dreckige Wäsche drin. Und Ja. darunter ist eigentlich so ein Technikbereich, den kannst du aber auch als Stauraum Ja, und Reinigungsöffnung. nutzen. Ja. Da haben wir so weiche Sachen reingetan, ne, dass man nichts irgendwie beschädigt. Also der Wagen hat richtig Stauraum. Ja. Und das hat uns halt so gut gefallen. Ja, genau. Genau. Dann auch eins meiner Lieblingsfächer hier unterm Kühlschrank. Da habe ich Handtücher reingemacht. Das ist hier total kühl. Und da hatte ich sowas wie Tomaten, Zwiebeln, Äpfel. Das ging richtig gut. Und jetzt kommen wir zu unserem großen Kühlschrank, wo ich dabei bin, verstauen. Wir haben es also diesen Sommer so gemacht, du kannst da das Eisfach. Ich habe ein bisschen lange gebraucht, um zu kapieren, wie man das Eisfach, also dass man das separat an- und ausstellen kann. Ich dachte immer, das wäre kaputt am Anfang. Das kann man hier anstellen. Ja, Wir du haben- kannst das getrennt schalten. Einmal das Eisfach und einmal den Kühlschrank. Genau. Ja. Und wir haben das Eisfach jetzt in dem heißen Sommer nicht benutzt als Eisfach, um Eiswürfel zu machen, sondern ich habe da ein Handtuch reingelegt und da habe ich Karotten, Paprikaschoten. Da wird es nicht ganz so kühl wie im Kühlschrank. Das war eine angenehme, so, damit das länger hält. Ich habe ja hier in diesem Fahrzeug keinen doppelten Boden, Ja. dass ich irgendwo die frischen Sachen unterbringen kann. Und das ging ganz gut. Da oben, ne, von Rettich und alles, was man so reintut. Das Bad haben wir umgebaut. Das Bad haben wir umgebaut. So, da gehen wir mal rein. Also, wer Trenntoilette möchte,
der ist hier richtig. Wir haben uns die Perfect Van anstatt der Banktoilette einbauen lassen. Das ist ein Tütensystem und funktioniert wunderbar und hat sich toll an das Fahrzeug. Es passt sich wunderbar an diesen Hymer Crossover an, mit dem Schwarz. Und du hast ja die Oberschränke in Schwarz und du hast mehr Raumgefühl. Auf jeden Fall. Du kannst das zur Seite drehen, dann duschen. Wir haben ja hier dieses Schwenkbad und hast diese ganze Fläche zum Duschen. Das geht sehr gut. Der einzige Nachteil bei der Perfect Trenntoilette ist wirklich das Putzen. Also die Banktoilette war leichter zu putzen. Hier hast du halt die Ecken und Kanten und Stufen und hier drunter und so. Okay, das Ja, Design, ist halt ne? so Design. Aber ich bin immer noch zufrieden und ich würde es immer wieder machen, weil sie Ja, hier und dann- wirklich dann- schön reinpasst. Dann musste ich natürlich dafür sorgen, dass hier auch ein schwarzer Toilettenpapierhalter hinkommt. Ne? Ja, Der von Hümer ist ja original Chrom und das passt ja nicht mehr zum Schick einer schwarzen Toilette. Und Badezimmer, also wirklich viel Stauraum. Ich habe hier auch noch, hier hatten wir dann immer die Tütchen liegen, wo wir das Toilettenpapier, das haben wir separat gesammelt und das funktioniert gut. Und Toilettenpapier, ach ja, hier, Ersatzklopapier hält hier gut. Da haben wir dann sogar Versuche gestartet während der Fahrt. Eine zweite Rolle drauf, eine dritte Rolle drauf, die sind nicht umgekippt. Ne? Das ging gut. Und was Hümer auch immer, was mich freut, das ist das im Nassbereich. Ach so, Steck. Eine Steckdose, da oben ist eine 230er. Und der Wagen verfügt ja standardmäßig über einen Wechselrichter, sodass du also auch, wenn du autark stehst, 230 Volt Strom im Fahrzeug hast. Ne? Das kannst du ja dann umschalten und hast auf allen Steckdosen dann 230 Volt über einen Wechselrichter. Lithium ist ja eh verbaut, lang und satt. 2 Lithium, eine Gelbatterie. Also Stromprobleme haben wir noch nie gehabt. Und zu guter Letzt hast du ja auch noch Solarzellen oben auf dem Dach. Ja. Ne? 2 Stück. Diese Gummis, ich war ja erst skeptisch, aber was haben wir die malträtiert oder was weiß ich, gedehnt? Und die sind noch wie am ersten Tag. Also eine tolle Sache. Das ist gut gemacht. Ja. Dann klappert auch nichts. Nee. So. Ach so, da oben ist der Pumpenschalter, ne? Wasser Ja, noch. das Hast ist- du neben der Steckdose. Da hast du einen Hauptschalter für die Pumpe. Ja. Licht. Bad. Ja. 2 Abläufe haben wir in der Dusche. Das geht gut. Du hast auch noch so eine schöne Holzgräting da drin. Guck Ja, mal. genau. Und geduscht wird halt, das ist ein Schwenkbad, ne? Ja. Indem du die Wand vorklappst und dann hast du da deine Duschstange. Ja. Ach, ja, jetzt kommt's. Mein Vorhang. Wäscheklammer bleibt dabei. Die muss, sonst rutscht das. Wir hatten uns für dieses System entschieden. Ganz einfach, weil es schnell zu handhaben ist. Wenn ne, diese anderen Schienensysteme, da kann das schon mal klemmen. Es geht schnell. Du Ja, willst der Vorhang rollt super schnell, super leicht. Ja. Das haben wir gemacht. So, mach schnell zu. Zack, kannst du die Tür immer, wenn du stehst, immer auflassen und dich wunderbar umziehen hier nach dem Duschen und eincremen und alles gut. Ja, ich Nächste finde das sehr wichtig, dass man, also die Schiebetür haben wir ja kaum genutzt Ja. im Bad. Wir haben es immer offen gelassen, außer während der Fahrt. Und dann haben wir den Vorhang genutzt und das bringt ja richtig in Intimsphäre hier. Ne? Ja. Dann kann auch keiner durch das Fenster in der Küche Ja. oder durch das Türfenster, kann dich keiner beobachten, ne? Wenn du gerade deine Sitzung hast. Das passt schon. Ja, für Belüftung ist hier gesorgt. Ihr habt ja unheimlich viel. Die Hymer-Dachluke als Kurbel finde ich ganz gut, auch bei Regen. Also man kann wunderbar lüften. Dadurch, dass die Haube ja waagerecht nach oben fährt, kannst du die eben auch nutzen, wenn es regnet und dein Fahrzeug lüften. Außer Weil bei keine- Starkregen. Ja. Richtig Starkregen. Da passiert nämlich was. Ja, wenn der Regen schräg kommt, dann ist klar. Nee, nicht schräg. Nee? Der kommt aufs Dach Ja. und prallt ab nach innen. Und dann können mal ein paar Tröpfchen abkommen. Also bei richtig Starkregen kommt dann auch mal was hier an. Ach, weil das so spritzt. Weil das ja. so spritzt. Aber alles kein Problem. Stauraum. Küche. Oben. Ne, ihr könnt hier die hohen Sachen,
Hier habe ich die Geschirrhandtücher, hier habe ich noch Nudeln liegen, Servietten, alles Mögliche drin. Lüft. Ah, Wasserhahn. Und zwar Ja. wir hatten noch im Keller einen liegen. Und zufällig in schwarz. Und das Uns sieht ging jetzt der richtig Wasserhahn schick kaputt. aus. Ja, Und was uns aufgefallen ist, im Gegensatz zu dem originalen Wasserhahn, kannst du das hier viel leichter, ja, den Auslauf viel leichter drehen. Bei dem Chrom, bei diesem großen Wasserhahn, der original ist, da brauchtest du immer so viel Kraft. Und das geht hier richtig easy. ja. Der läuft wunderbar. Ich habe auch erst gedacht, der wäre zu kurz. Nein, es funktioniert gut. Ich habe auch durch den kleinen Wasserhahn mehr Platz hier zum Abstellen. Ja. Hier ist nicht viel Abstellmöglichkeit beim Hümer. Ihr habt ja auch nur diese kleine Arbeitsflächenverbreiterung, aber es ist wirklich mehr Platz und auch nicht mehr so bullig. Da eine Ecke, Herd, 3 Flammenherd, sieht alles noch so ganz gut aus. Naja, es sind halt leichte Gebrauchsspuren, normal. Schubladen, Licht hier. Einmal zum Kochen, einmal hier die Ambientebeleuchtung. 3 Schubladen, jeweils 15 Kilo, Belastbar. belastbar. So, ich kann das zeigen. Also Licht und Schalter gibt es wirklich reichlich. Ja. Ne? Und hier die große, da haben wir den Müll gemacht. Wir haben den Müll einmal anders genutzt. Zack. Ja, Und da haben wir Tütchen drin. Ach, den Mülleimer in der Tür. Mhm. Ja, das ist Stauraum. Tütchen für Müll, für die Toilette, für die Perfect Van, die Panoramadachluke. Naja, und immer da schön aufpassen, das ist ein Allgemeintipp. Die ist dieses Jahr durch die Hitze, also da hat sich eine Hitze gestaut oben. Das ist der Wahnsinn. Also da muss man immer aufpassen, dass bitte nicht die Das Rollo bitte Rollo nicht ganz immer schließen. nicht Immer ganz- Luft lassen. immer Luft lassen. Ja, wir haben dann immer hier oben ein Stück weit aufgelassen. Ne? Und da Und unten unten auch. natürlich auch nicht ganz schließen. Und ich habe sie auch immer leicht geöffnet, dass irgendwie so ein bisschen Luft. Ja, dass die Luft sich Reinkommt. bewegen kann, hätte ich fast Ne? gesagt. Also da muss man aufpassen, nicht, dass die sich irgendwie, weiß ich nicht. Ja, das gibt einen Hitzestau. Ja. Ne? Und dann hast du hier oben noch Schwanenhalslampen, Ja. rechts und links. Ja, die normalen Lampen mit Dimmfunktion. Ja, genau. Ach so, ein bisschen Technik. Ja, Ja, da oben hast du deine Stromanzeigen, ne, den Status, Ladezustand deiner Batterien. Jetzt Solar bringt gerade 7,8 Ampere rein. Der Schalter für den Wechselrichter sitzt da drunter. Und du hast eine Dieselheizung und dafür hast du auch ein Höhenset eingebaut. Ne, da hast du 2 Pumpen und wenn du jetzt in eine größere Höhe kommst, dann schaltest du auf die zweite Pumpe um und da wird die Fördermenge für die Dieselheizung mit gesteuert, damit da auch in der Höhe keine Probleme entstehen. Diesen kleinen Stauraum hier, den hast du bei dem Hümer eigenen Fernseher nicht. Der ist so ein Riesending, da entfällt dann dieser Stauraum und der Fernseher ist so ein ganz riesiges Ding. Das haben wir den hatten wir nicht, hier war kein Fernseher drin. Und da haben wir haben für uns die Firma Alphatronics gewählt, das sind Smart TVs. Das heißt, mit denen kannst du ins Internet gehen und streamen. Und dazu brauchst du natürlich einen Router, also eine Internetverbindung. Die ist ja hier verbaut mit Dachantenne, SafeSat und ja, wieder Steckdosen. Überall, wo du hinguckst, sind Steckdosen. Selbst an den Schwanenhalslampen sind USB-Dosen. Ja. Das passt alles sehr gut. Leiste. Wir haben eine Leiste angebracht, weil man muss hier, oder mir ist es passiert beim Besteck, dass ich hier oft dran gekommen bin. Die Beschichtung ist halt ein bisschen empfindlich. Und das sah ganz gut aus, hatte Bertel gekauft bei Hornbach und dann... Dann klappt es auch mit dem Bestecken, wenn Ja, man in die das ist- Schublade tut. Und das passt ja ganz gut Ne? zu dem glänzenden. Und dann hast du hier einen Kantenschutz einfach drauf. Genau. Ne? Weil du sonst ja nur, wir nennen das ja mal Fototapete, diese Beschichtung Ja. hier. Und das schützt einfach vor Stößen. Haben wir was vergessen? Nein, ich bin am Denken. Ach so, die Ecken. Die Ecken hat man nicht geöffnet. Also wer Nee, möchte, die haben kann wir sich so die gelassen. die Ecken noch öffnen. Das würde gehen. Da hat man dann auch nochmal Stauraum. Wir haben das jetzt hier ganz gut genutzt.
Da ist ganz gut Platz. Also wenn man das zusammenrollt, so die wichtigsten Jacken, wenn es mal kalt ist. Und ja, das Remi, Faltrollo. Der Sprinter ist ja der 3 Liter, der begehrte V6 3 Liter Motor, 6 Zylinder. Und da siehst du auch noch die Anzeige vorne, die Schalter am Armaturenbrett. Du schaltest hier ja den Allrad zu und hast dann auch noch eine Schaltmöglichkeit für eine Untersetzung. Also Untersetzungsgetriebe Allrad. Und rechts sieht man einen Knopf, da kannst du die Treppe mit reinfahren. Die warnt dich, ne? Die Treppe hat so eine eigene, ich nenne das mal Hupe, die warnt dich dann, wenn die Treppe noch draußen ist, drückst auf den Knopf, fährt die rein. Dann hast du noch einen Schalter oben für die LED. Bei Hymer ist es so gestaltet, dass du die Scheinwerfer oben übers Fernlicht steuern kannst. Die würden dann mit dem Fernlicht gemeinsam angehen und diese Funktion kannst du mittels des Schalters ausstellen. Dann geht nur in Anführungsstrichen das Fernlicht des Sprinters. Stellst du die Lampen oben mit an, dann gehen alle Lampen, also auch die beiden Scheinwerfer, die oben auf dem Dach sind. Links daneben ist dann nochmal ein Schalter und das ist ein elektrisches Ventil, um den Abwassertank zu öffnen. Du brauchst also nicht aussteigen und den Abwassertank aufmachen, händisch, sondern das kannst du hier über einen Schalter machen, das geht dann elektrisch. Ansonsten und ich in der fand Mitte, das praktisch. Ich fand das praktisch, weil der Ablass hinterm Heckreifen ist. Genau, hinterm Heckreifen. Ja. Und das kann man gut sehen. Also der Beifahrer sieht sehr gut. Der braucht nur einen Rückspiegel gucken. Hier rechts außen. Stopp, öffnen und gut ist. Du kannst bei Regen brauchst du nicht aussteigen. Nee, du kannst das von innen, vom Fahrzeug, also vom Fahrersitz aus, kannst du erkennen, wenn du über irgendeinem Ablauf stehst, irgendeinem Bodeneinlass und dann drückst du halt nur noch das Ventil. Ansonsten, der Sprinter ist, da hat sich Hymer auch nicht lumpen lassen. Der Sprinter hat alle vorstellbaren Ausstattungen hier drin. Der hat eine beheizte Frontscheibe, der hat eine Klimaanlage. Also da ist eine Menge Stoff allein schon vom Sprinter verbaut worden. Ne? Oder geordert worden, wie man es auch immer nennen möchte. Also für uns ist der Sprinter ein total bequemes Reisefahrzeug. Ja. Und dann kann er auch noch ein bisschen Allrad. Ja. Wobei das bisschen werden die meisten nie voll ausnutzen. Ja, ich glaube, der kann nämlich ganz gut was. Der kann richtig gut was. Aber er heißt halt Allroad. Ist ein Schlechtwegefahrzeug und kein Offroader. Ja, wunderbar. An die Grenzen haben wir einen Sprinter Nein. noch nicht bringen können. Nee. Das Fach unterm Tisch, Ja. die Kiste. Ja, Die Kiste, gut, wir haben die Kissen entfernt, die Polster, die kriegt den oder derjenige natürlich mit. Aber wir haben so mehr Platz. Wir wollten sie auch nicht abbauen, weil wenn sich dann mal die dreckige Wäsche gehäuft hat und es wurde zu viel und wir keine Waschmöglichkeiten hatten, habe ich da dann Bettwäsche zum Beispiel reingepropft, wenn ich getauscht habe. Das ging noch ganz gut. Ne, da wird immer auch ein bisschen die Garage entlastet, ja. wenn man genug Stauraum im Innenraum hat. Ja. Ja, den kannst du ja mal ausmachen, ne? Ja, ich mache den Kühlschrank mal aus. Zack. So. Ein bisschen brummt er ja doch. Kompressorkühlschrank ist das, ne? Dieselheizung ist verbaut. Dieselheizung, da ist Anfang dieses Jahres in Stuttgart, Ach. haben wir dann den Brenner tauschen müssen. Das ist auch Und dazu nochmal, es ist ja eine zweite Hand. Ja. Die erste Hand hat das Fahrzeug kaum genutzt. Ja, Wir haben Emma genau vor einem Jahr Ja. mit 2600 Kilometern ungefähr gekauft. Und okay, da war es dann jetzt Krankheitsgeschichte. Aber Emma ist jetzt ordentlich bewegt worden. Wir haben jetzt gut 40.000 oder knapp 41.000 Kilometer runter. Und wir denken, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, damit das Fahrzeug noch jetzt in der nächsten Hand mal richtig genutzt und auch noch lange genutzt werden kann mit der Kilometerzahl. Wir sind viel gefahren. Klar. ja, ist ein Langstreckenfahrzeug gewesen. Ne? Wir haben viel Langstrecke gemacht, ja. Also wir denken, es ist auch ein guter Zeitpunkt jetzt zu verkaufen. Emma sieht noch gut aus. Ja, der ist richtig schicki. Ja. Ne? Unter Bodenschutz. Ich habe den ganzen ja, unter Bodenschutz. Den Wagen habe ich komplett von unten Ja. eingewachst, ne? Mit Unterbodenschutz oder als Unterbodenschutz.
Und wir haben eine Zusatzluftfeder eingebaut, Ja, ne, von Goldschmidt ist das. Goldschmidt. Ja, die Goldschmidt Zusatzluftfeder. Ja, da vorne, guck mal, da ist das Bedienpanel. Ist auf der Hinterachse. Wir haben die 17 Zoll Rhino Arsenal Felgen drauf gemacht. Das hatte auch einen Grund. das lese ich gleich alles mal vor. Okay. Ne? Ich wollte aber, jetzt habe ich es vergessen, was ich sagen wollte. Macht nichts, kommt vielleicht. Ich würde sagen, wir setzen uns mal an den Tisch. Und dann gehen wir mal so ein bisschen in die Details noch. Ja, Muckwi. genau. Machen wir. Jetzt haben wir an dem großen Tisch Platz genommen. Der ist wirklich groß. Und er lässt sich toll schieben, machen, tun, absenken, hochstellen. Also das geht wirklich leicht. Ilse gestellt. Ilse Tischgestell. Ilse Ja. Tischgestell sind die besten. Also Länge 6,76 Meter mit Reserverad hinten 6,89, Breite 2,22 und in der Höhe sind wir gut über 3 Meter. So steht es im Prospekt. Genau. Erstzulassung ist der 15.04.2021. Achso, wir haben einen 93 Liter Kraftstofftank. Dachluken hatten wir gesagt, Dometic Seitz, Max Van Folierungen haben wir vorne. Wir haben die Haube folieren lassen in diesem dunkelgrau, passend zu der Hüma-Farbe. Und auch oben die Hutze. Und oben die Hutze. Mondo Mattguards haben wir, den Ausschnitt vorne bei den Rädern, damit der Ausschnitt ein bisschen größer wird und das optisch aussieht, als ob das Rad in der Mitte steht. Ja, und der zweite Grund war, dass du dann, oder ich habe dann auch Schmutzfänger anbauen können, Ja. was vorher nicht ging, weil bei der Reifenbreite von 2,65 wäre uns der Abstand einfach zu eng geworden zwischen den Original-Schmutzfängern und dem Reifen. Und deshalb haben wir den Radausschnitt vergrößert mit Mondo Mattguards und dann konnten wir auch die Schmutzfänger anbauen, die Originalen. Wir haben etwas gar nicht erwähnt. Alle Außenstauräume, also beziehungsweise der Toilettenschacht ist beleuchtet. Kannst du, wenn du den Toilettenschacht aufmachst, kannst du Licht anmachen. Und der Gaskasten und die Garage hinten und auch hier im Eingangsbereich, da haben wir Lampen mit Bewegungsmeldern angebaut. Dass wenn du im Dunkeln ins Wohnmobil kommst, geht automatisch Licht an. Oder wenn du hinten an die Garage willst oder wenn du an den Gaskasten gehst, dann schalten sich diese Lampen mit dem Bewegungsmelder automatisch an. Dichtigkeitsprüfungen haben wir machen lassen. Ja, Da sind wir auch in dem... in dem Turnus drin. Genau. Ne, der Wagen hat diese sagt man Garantie. Das ist ja eine freiwillige Leistung von Hüma. Genau. Es sind alle Unterfahrschutze drunter. Motor vorne hat einen Alu-Unterfahrschutz. Das Verteilergetriebe, die Hinterachse, ne, unterm Differential. Und dann haben wir sogar noch 2 Unterfahrschutze unter der Heckgarage. Das was man sehr selten findet. Vielleicht gar nicht, vielleicht nur bei uns. Wir sind Emma als 4,1 Tonner gefahren. Das Ja. müssen wir sagen, wir haben sie nie gewogen. Das müssen wir gestehen, wir haben sie nie gewogen. Ihr könnt sie aber auch auflasten, wenn ihr dann auch das Fahrzeug gepackt habt, da ja die Luftfeder vorhanden Ja, es ist gibt- von Goldschmidt. Da hake ich gleich ein. Damit du der Sprinter hat ja auch das Gewichtsproblem auf der Hinterachse. Also und durch den Umbau oder das, was wir hier gemacht haben am Fahrzeug, wir haben eine Zusatzluftfeder, wir haben 17 Zoll Rhino Arsenal Felgen drauf und wir haben die 265er BF Goodrich drauf. Und diese Kombination, weil die Reifen und die Felge sind ausgelegt für die Felge hat eine Traglast von 1350 Kilo und die Luftfeder, die Reifen und die Felgen zusammen ermöglichen jetzt über ein Gutachten, dass man bei mehreren Anbietern bekommen kann in Deutschland, den Wagen aufzulasten auf ein Gesamtgewicht von 4400 Kilo und die Hinterachslast kannst du erhöhen von 2430 auf 2600. Also dann hast du nochmal 170 Kilo mehr Zuladung in der Heckgarage. Wer Interesse hat, dieses Fahrzeug aufzulasten und die Hinterachslast zu erhöhen, der kann das eben über die einschlägigen Anbieter, die diese Gutachten vertreiben, weil die Grundvoraussetzungen geschaffen sind. Ja, so. Habe ich das jetzt halbwegs hingekriegt? Ja, wunderbar.
Also ich glaube, wir haben alles erwähnt. Also wir haben uns sauwohl gefühlt. Wer Interesse hat an unserer Emma, der möchte uns bitte anschreiben, und zwar über E-Mail. Die E-Mail-Adresse lautet camperklatsch@gmx.de. Hier auf YouTube werden wir in den Kommentaren keine Aussagen darüber machen. Das möchten wir halt dann über E-Mail. Bitte gebt uns auch eine Handynummer an. Oh, da laufen hier wieder ein paar Würstchen vorbei. Ja, hier ist eine Schule in der Nähe. Ich wusste immer noch, wir sind ja so selten hier. Wie gesagt, wie wir das handhaben, wissen wir alles noch gar nicht. Nee, also Wir wir wissen gar nichts. möchten halt nur nicht über ein offenes Forum wie Ja. YouTube jetzt irgendwie Preise diskutieren, Ausstattung Nein. diskutieren etc. pp. Nein. Wer sich speziell für einen Crossover 570 mit dem Sechszylinder interessiert, der kennt genau die Hintergründe, der weiß, wie Ja. rar gesät die Angebote sind und der wird auch ganz genau die Ausstattungsmerkmale unterscheiden können. Und hier steht ein Auto, das komplett aufbereitet ist von uns. Ihr wisst, wie wir arbeiten und welche Qualität und wie viel Mühe und Liebe wir in diese Fahrzeuge stecken. Und von uns wird es mit Sicherheit nicht so viele Fahrzeuge in so kurzer Zeit am Markt geben. Auch wenn man schon munkelt, dass wir alle 3 Monate unsere Wohnmobile tauschen. Ist ja gar nicht so. Ein Jahr. Ein Jahr. Und wir hätten wahrscheinlich auch noch länger, wären Emma auch noch länger gefahren, wenn da nicht ein ganz bestimmtes Fahrzeug Ja. aber das ist eine Geschichte. So fing die Geschichte nämlich an. Und wir haben ja jetzt länger nichts eingestellt. Wir sind nämlich durch Deutschland gefahren und haben uns Wohnmobile dann. Wir sind in den... Aber was wir auf der Tour in den letzten Wochen erlebt haben, war toll. bei Händlern, bei Privatleuten, die Fahrzeuge angeboten Berichten wir mal. haben, Später. da kannst du schon 10 Videos von machen. Ja. Also von unter aller Kanone bis unheimlich toll. Unheimlich toll. Das war spannend. Ja, die Autos und die Erlebnisse waren echt. Ja. Da wollte ich eigentlich noch gar nicht hin. Ja, weil das das ist ja ein Extrafilm. Später dann, wenn wir dann im Neuen sitzen, erzählen wir davon. Nee, die Sache war ja die, es fing ja alles mit einem wahnsinnig teuren, tollen, gebrauchten Fahrzeug an. Wir sagen es auch, Heckgrundsitzgruppe Alkoven. Und wir haben es uns angeguckt, wir sind sogar Probe gefahren. Wahnsinnig teuer, wahnsinnig teuer. Ja. Und wir waren aber zu spät. Wir waren die Zweiten und dann hat das nicht geklappt mit dem Kauf. Also ich bin auch heute ganz froh, weil da steht dann eine 2 vorne. Wir bleiben bei der 1 vorne Ja. und da sind wir ganz glücklich. Das war aber ein super Kontakt. Oh, das hat so viel erzählen wir Spaß später. gemacht. So. Ach so, ich darf ja nichts erzählen. Nein. So, und unser neues Fahrzeug ist weiterhin ein Sprinter. Wir bleiben bei Sprinter. Wir werden etwas länger. Wir haben ein etwas, es ist doch ein bisschen anders gestaltet, mehr Raumgefühl. Ja. Ja. So, das hat uns gereizt. Und wir kennen das Fahrzeug. Ja. Mehr sagen wir nicht. Nora, wie immer zum Schluss die Frage. Ach, das fehlt ja noch. Was kostet denn der Spaß? Der Spaß kostet, und da haben wir lange überlegt, das ist natürlich Verhandlungsbasis. Wir können quatschen, keine Frage. Wir fangen ganz einfach mal an bei 145.000 Euro. 145.000 Euro für dieses Auto und ihr werdet viel Spaß damit haben. So, jetzt räumen wir hier weiter aus. Also, zum Besichtigungstermin ist das Fahrzeug ausgeräumt, perfekt von außen und innen hoffentlich geputzt. Ich habe noch gar nicht gewaschen. Eben. Es hat geregnet letzte Nacht, deswegen haben wir gesagt, wir waschen nicht. Es soll auch heute noch mal regnen. Dann plattert alles wieder runter. Ja. Ausräumen. Putzen. Na gut, dann fange ich an. Nein. So, ihr Lieben, ich denke, das waren genug Neuigkeiten für heute. Habt eine wunderbare Zeit Lasst es euch gut gehen. und wir sehen uns. Bis die Tage. Tschüss. Tschüssikowski. Tschüss, tschüss, tschüss. 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 Wollen wir mal langsam anfangen, den Wagen auszuräumen? Okay. Ja. Jo. Was haben wir denn hier alles? Ich hänge fest. So, das ist einmal unser Rucksack, Macht ihr doch ruhig Licht an dem da. ich
Ah, das brauche ich nicht. Ich kenne das hier im Schlaf. Dann habe ich noch eine Tüte hier hinten. 2 Tüten, das sammelt sich an. Eine dicke Jacke. Bertels Joggingjacke. Bertel braucht immer mittlere, dünnere Jacken. Was ist denn das hier? Guck mal, die haben wir neu gekauft. Die hast du gar nicht angehabt. Stimmt. Überhaupt noch nicht Stimmt. angehabt. Eine Jacke. So, das ist eine Bluse von Nora für die Hitze. Dann haben wir hier eine schicke rote Jacke. Wie viel passt denn da an den Haken ran? Nehmen wir den nächsten. Grün, kariertes Hemd, eine Jeansjacke, eine Joggingjacke, noch eine Jacke, noch eine Jacke, meine Jeansjacke. Aufs Bett. Ich habe die Sachen schon immer gesucht. Ja, da musst du gucken. Guck mal, hier ist eine Coca-Cola. Du kannst hier gleich mal reinfilmen. Ein bisschen dreckig da unten, aber das macht nichts. Das müssen wir noch aussaugen. Noch eine Jacke. Dann haben wir hier die dünnen Jacken. Guck mal, da hängen jetzt noch 2, 3 Jacken. Da unten ist der Staubsauger. Unser Eco-Zyklon, den wir mal günstig bei Saturn gekauft haben. Dann habe ich hier immer noch die Frischwasserflaschen drin, dass ich die nicht in die Garage stelle. Also das ist schon der Hammer, ne? Ja. Teppich. Der Stauraum, dieser Schrank, Ja. das ist echt der So Knaller. sieht das Und du aus. kannst ihn ja auch von oben beladen. Ja, Hier. ach ja, das haben wir gar nicht gesagt. Haben Haben wir nie benutzt. Haben wir nicht benutzt. Haben wir nie benutzt, weil ich ja immer dann müsstest du ja noch ein Bettlaken. Wir haben ja immer die Ja, da normalen muss- Spannbettlaken benutzt. Geteiltes. So sieht das aus. Ja. Und das ist erst ein Schrank. Da ist nichts mehr. Ein paar Handtücher. Ach, hast schon leer gemacht, ja. Fast. Na denn. Nora, komm, Käffchen.